Ich habe neulich das Video von Smart Money Bro gesehen. 14 Ratschläge, wie man in seinen 30ern und 40ern finanziell vorsorgt. Und während er sprach, wurde mir eiskalt klar, ich habe jahrelang genau diesen Plan gelebt. Ich habe meine Karriere aufgebaut, Weiterbildung gemacht und für meine Kinder geschuftet. Finanziell stand ich gut da. Aber biologisch war ich kurz vor dem Bankrott. Mit Anfang 40 kam die Quittung. Bluthochdruck, Übergewicht und Rückenschmerzen, die mir das Spiel mit meinen Kindern unmöglich machten. Geld ist ein großartiges Werkzeug, aber es ist ein verdammt schlechter Ersatz für Gesundheit. Heute adaptiere ich die 14 Finanzregeln auf das einzige Investment, das du niemals verkaufen kannst: deinen Körper. Denn was nützt dir ein volles Depot, wenn du zu schwach bist, um die Freiheit zu genießen? Punkt 1: Du musst dich selbst retten. Der erste Rat von Smart Money Bro ist: du musst dich selbst retten. Niemand kommt durch diese Tür, um dich zu retten. Als ich das hörte, traf mich das wie ein Schlag. Denn jahrelang habe ich genau auf diesen Retter gewartet. Ich dachte, irgendwann wird der Stress im Job weniger. Irgendwann werden die Kinder älter und ich habe automatisch mehr Zeit. Ich dachte, mein Arzt wird mir schon rechtzeitig eine Wunderpille geben, wenn der Blutdruck steigt. Aber die Wahrheit ist härter. Niemand rettet dich vor deinem eigenen Lebensstil. Ich erinnere mich an einen Abend nach der Arbeit. Ich saß auf der Couch, völlig K.O. von einem Tag voller Meetings und Deadlines. Ich wollte eigentlich nur mit meinen Kindern spielen, aber mein Rücken hat so gebrannt und ich war so kurzatmig, dass ich nach 5 Minuten abbrechen musste. In diesem Moment wurde mir klar, ich habe zwar für ihre finanzielle Zukunft geschuftet, aber ich war gerade dabei, mich physisch aus ihrer Gegenwart zu verabschieden. Ich war finanziell auf Kurs, aber körperlich war ich ein Sanierungsfall. Und da begriff ich, kein Chef der Welt wird dir sagen, hey, geh mal früher nach Hause und mach Calisthenics. Deine Gesundheit ist mir wichtiger als das Projekt. Keine Krankenkasse und kein Medikament der Welt kann dir Kraft und Ausdauer zurückgeben, die du durch Bequemlichkeit verloren hast. Es gibt diesen Moment, in dem du realisieren musst, der Retter kommt nicht. Wenn du morgens mit Rückenschmerzen aufwachst, wenn du dich beim Treppensteigen schämst, weil du schnaufst wie ein Walross, dann ist das ein Alarmzeichen. Du kannst das ignorieren und hoffen, dass es von alleine weggeht. Aber Spoiler, das wird es nicht. Es wird schlimmer. Du musst die Entscheidung treffen, dich selbst aus diesem Sumpf zu ziehen. Du musst derjenige sein, der das Fahrrad aus dem Keller holt. Du musst derjenige sein, der die Klimmzugstange anfasst, auch wenn es am Anfang weh tut. Du bist der Retter, auf den du das ganze Leben gewartet hast. Wenn du nicht für dich selbst kämpfst, wer soll es dann tun? Punkt 2: Trenn dich von schlechten Gewohnheiten und dem Umfeld, das sie füttert. Der zweite Ratschlag ist schmerzhaft. Du musst Menschen aus deinem Leben streichen, die nicht in die gleiche Richtung gehen wie du. Im Finanzvideo geht es um Leute, die dein Geld verbrennen. In der Gesundheit geht es um die Leute und die Gewohnheiten, die deine Lebensenergie verbrennen. Ich sage es euch ganz offen. Mein größter Feind in meinen 30ern war die Bequemlichkeit der Masse. Ich war umgeben von Menschen, für die es völlig normal war, Überstunden als Statussymbol zu feiern und sich danach mit Fastfood und Bier zu belohnen. Mein Umfeld hat meinen schlechten Lebensstil validiert. Wir saßen zusammen, alle hatten ein bisschen Bauchansatz, alle klagten über den Rücken und alle waren müde. Und weil es allen so ging, fühlte es sich normal an. Aber normal ist in unserer Gesellschaft heute leider oft krank, übergewichtig und erschöpft. Ich musste lernen, mich von der Gewohnheit zu trennen, immer Ja zu sagen. Ja zum nächsten Projekt, obwohl mein Körper nach Schlaf schrie. Ja zum gemütlichen Abend auf der Couch mit Pizza, weil die anderen das auch so machen. Ich musste anfangen, Leute, zumindest zeitweise, auf Distanz zu halten, deren einzige gemeinsame Basis mit mir die Trägheit war. Wenn dein ganzer Freundeskreis sich zum Essen und Trinken trifft, aber niemand bereit ist, mal eine Runde mit dem Rad zu drehen oder sich an die Klimmzugstange zu hängen, dann ziehen sie dich unbewusst mit nach unten. Jedes Mal, wenn du sagst, ich ernähre mich jetzt gesund und sie antworten, ach komm,
Das eine Mal schadet doch nicht. Sabotieren Sie deine Rettung. Die härteste Trennung war aber die von meinem alten Ich. Ich habe gelernt, wahre Weiterbildung bedeutet auch zu lernen, wie mein Körper funktioniert. Du musst dich von der Vorstellung trennen, dass du bequem durchs Leben gehen kannst und trotzdem gesund bleibst. Gesundheit ist unbequem. Calisthenics sind am Anfang verdammt unbequem. Aber weißt du, was noch viel unbequemer ist? Mit 40 Tabletten gegen Bluthochdruck nehmen zu müssen, weil man zu bequem war, Nein zum Fastfood und Ja zum Sport zu sagen. Schau dir dein Umfeld ganz genau an. Ziehen sie dich hoch zu deiner besten Form oder drücken sie dich sanft zurück in das Kissen der Mittelmäßigkeit? Du musst kein Egoist werden, aber du musst Prioritäten setzen. Am Ende stehst du allein vor dem Spiegel, nicht deine Freunde und nicht deine Kollegen. Punkt 3. Hab keine Angst davor, die Dinge anders zu machen. Der dritte Punkt im Video lautet, sei nicht bereit, die Dinge immer so weiterzumachen, wie du sie bisher gemacht hast. Denn wenn du tust, was du immer getan hast, wirst du bekommen, was du immer bekommen hast. In meinen 30ern war mein immer Gleiches der Fokus auf den Kopf. Ich dachte, ich muss klüger werden, mehr Zertifikate sammeln, härter arbeiten. Mein Körper, der war nur das Gefäß, das mein Kopf von Meeting zu Meeting getragen hat. Ich hatte regelrecht Angst davor, etwas Neues im Bereich Fitness anzufangen, weil ich früher der sportliche Typ war. Jetzt war ich der schlaue Typ, mit hohem Blutdruck, der keine 10 Liegestütze mehr schaffte. Und diese Angst, sich lächerlich zu machen, hält uns oft in unseren alten, kranken Mustern fest. Ich musste lernen, anders zu denken. Ich habe mit Calisthenics angefangen. Warum? Weil ich keine Ausreden mehr wollte. Ich brauchte kein teures Fitnessstudio, in dem ich mich vor durchtrainierten 20-Jährigen schäme. Ich brauchte nur mein Körpergewicht und eine Stange im Park. Am Anfang war es brutal. Ich hing an dieser Stange und fühlte mich wie ein nasser Sack Mehl. Mein Ego hat geschrien, hör auf, geh zurück an den Schreibtisch, da bist du gut drin. Aber genau das ist der Punkt. Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Ich habe das Fahrradfahren für mich entdeckt, nicht als Rennradprofi, sondern als meine tägliche Dosis Freiheit. Ich habe angefangen, Einkäufe mit dem Rad zu erledigen oder einfach nach der Arbeit in den Wald zu fahren. Weißt du, was passiert ist, als ich angefangen habe, die Dinge anders zu machen? Die Leute haben geguckt. Manche haben gelächelt, manche haben gefragt, warum tust du dir das an? Aber nach ein paar Monaten haben sie gefragt, wie hast du das gemacht? Du siehst so viel fitter aus und dein Blick ist viel wacher. Hör auf, Angst vor Anstrengung zu haben. Habe Angst davor, dass dein Leben so bleibt, wie es ist. Habe Angst davor, dass du mit 50 immer noch die gleichen Rückenschmerzen hast, nur schlimmer. Mach es anders als der Rest. Sei derjenige, der im Park an der Stange trainiert, während die anderen im Biergarten sitzen. Sei derjenige, der das Fahrrad nimmt, während die anderen im Stau fluchen. Es ist am Anfang beängstigend, ein Anfänger zu sein. Aber es ist lebensgefährlich, in einen Körper stecken zu bleiben, der langsam vor deinen Augen verfällt. Nur weil du dich nicht getraut hast, neu anzufangen. Punkt 4. Dein Besitz ist wertlos, wenn dein Körper streikt. Der vierte Punkt vom Smart Money Bro hat es in sich. Das Zeug, der Kram, die Statussymbole, das ist am Ende nicht wichtig. Er sagt, du sollst dein Geld im Hintergrund arbeiten lassen, wo es niemand sieht, anstatt reich auszusehen. Ich habe diesen Fehler jahrelang 1:1 begangen. In meinen 30ern habe ich mich über Dinge definiert, die ich mir leisten konnte. Das neue Auto, die schicke Einrichtung, die neue Technik. Ich dachte, das sei Beweis für meinen Erfolg. Ich wollte nach außen hin erfolgreich wirken, während ich innerlich biologisch gesehen pleite war. Ich habe mir das bequemste Auto gekauft, das ich finden konnte, mit Sitzheizung und ergonomischen Sitzen, weil mein Rücken vom vielen Sitzen im Büro schon wehtat. Merkst du die Ironie? Ich habe das Geld ausgegeben, um die Symptome eines Lebensstils zu lindern, der mich langsam krank gemacht hat. Heute weiß ich, wahrer Luxus ist nicht das, was du besitzt, sondern das, was du mit deinem Körper noch tun kannst. Was nutzt dir das teuerste E-Bike, wenn du es nur im Keller stehen hast? Weil du dich nicht mal traust, ordentlich in die Pedale zu treten und außer Atem zu kommen. Was nützt dir das schicke Haus, wenn du dich im 2. Stock fühlst, als hättest du gerade die Mount Everest bestiegen? Ich habe meinen Fokus verschoben. Ich investiere jetzt in meinen inneren Reichtum.
Mein Fahrrad ist kein Statussymbol. Es ist mein Werkzeug für ein starkes Herz. Meine Calisthenics-Ausrüstung, eine Yogamatte und eine Stange auf dem Spielplatz kosten fast nichts. Aber sie gibt mir eine funktionelle Kraft, die mir kein Fitness-Abo und kein teures Auto der Welt schenken kann. Es ist dieser Moment, in dem du realisierst, der beste Rendite ist nicht die Zahl auf dein Depot, sondern die Senkung deines Blutdrucks. Die beste Investition ist nicht die Uhr an deinem Handgelenk, sondern die Kraft in deinen Armen, mit der du deine Kinder hochhebst, ohne dass es im Kreuz knackt. Hör auf, Energie darin zu verschwenden, ein Leben zu kaufen, das gesund aussieht. Fang an, ein Leben zu führen, das sich gesund anfühlt. In den Spiegel zu schauen und zu sehen, dass die Haut straffer wird, die Haltung aufrechter ist und der Blick klarer. Das ist Reichtum, den dir niemand wegnehmen kann, für den du keine Steuern zahlst. Das ist dein privater Reichtum, den niemand sehen muss, aber den du bei jedem Schritt spürst. Punkt 5 und 6. Der biologische Zinseszins. Warum Warten dein Ruin ist. Die Punkte 5 und 6 im Originalvideo sind die wichtigsten für jeden Strategen. Investiere so viel wie möglich, so früh wie möglich. Und starte jetzt, warte nicht. Er sagt, du wirst den Preis sowieso bezahlen. Entweder mit 30 durch Disziplin oder mit 60 durch Reue. Ich sage es dir aus eigener Erfahrung. In der Gesundheit ist das exakt genauso. Nur dass die Zinsen hier biologisch sind. In meinen 30ern habe ich gedacht, ach, um den Bauch kümmere ich mich später. Den Blutdruck kriege ich mit 40 schon wieder in den Griff. Jetzt muss ich erstmal die Karriere absichern. Ich dachte, Gesundheit sei wie ein Sparkonto, das man einfach später auffüllen kann. Aber dein Körper führt Buch über jede Minute, die du sitzt. Über jedes Kilo Fett, das deine Arterien belastet. Und über jedes Jahr, in dem deine Muskeln verkümmern. Wenn du mit 20 oder 30 anfängst, dreimal die Woche für 20 Minuten Calisthenics zu machen, ist das eine kleine Investition. Aber über 10 Jahre hinweg baut das ein Fundament auf, das sich unzerstörbar macht. Wenn du aber erst mit 45 merkst, dass dein Rücken am Ende ist und dein Herz rast, dann fängst du nicht bei 0 an. Du fängst bei minus 100 an. Du musst dann jahrelang gegen den Raubbau ankämpfen, den du selbst betrieben hast. Ich saß mit Anfang 40 beim Arzt und habe die Quittung bekommen. Hoher Blutdruck ist kein Schnupfen. Das ist ein Warnsignal deines Motors, dass er kurz vor dem Totalschaden steht. Ich musste nachzahlen mit Schweiß, mit Verzicht, mit mühsamem Training, das doppelt so wehtat wie mit 25. Hör auf zu warten, warte nicht auf den nächsten Montag, warte nicht, bis der Stress im Büro weniger wird. Kleiner Spoiler, er wird nie weniger. Warte nicht auf das neue Fahrrad oder die perfekten Laufschuhe. Geh jetzt raus. Mach heute 5 Liegestütze. Fahr mit dem Fahrrad zum Bäcker, anstatt das Auto zu nehmen. Jede kleine Bewegung heute ist eine Einzahlung auf dein Konto für die Zukunft. Wenn du heute investierst, zahlst du mit ein bisschen Anstrengung. Wenn du wartest, zahlst du später mit deiner Lebensqualität, mit Schmerzen und im schlimmsten Fall mit Jahren, die dir am Ende mit deinen Kindern oder Enkeln fehlen. Unterschätze niemals die Macht des Anfangs. Ein kleiner Schritt heute ist mehr wert als ein Marathon, den du vielleicht irgendwann mal läufst. Starte jetzt, damit du mit 60 die Früchte ernten kannst, statt den Schaden zu verwalten. Punkt 7 bis 9. Verzeihung und der Fokus auf die Fülle. Die nächsten 3 Punkte vom Smart Money Bro sind psychologisch. Beweg dich, vergib deinen Eltern und dir selbst und erkenne, dass das wächst, worauf du dich konzentrierst. Das klingt erstmal nach Coaching-Gelaber, aber für mich war das der Schlüssel, um mit Anfang 40 überhaupt wieder anfangen zu können. Erstens, hör auf, dich für deine Vergangenheit zu bestrafen. Ich habe mich lange Zeit selbst zerfleischt. Wie konntest du dich nur so gehen lassen? Warum warst du so dumm und hast nur gearbeitet? Aber dieses Schuldgefühl ist wie Ballast auf dem Fahrrad. Es macht den Anstieg nur noch schwerer. Ich musste mir erst selbst vergeben, dass ich in meinen 30ern andere Prioritäten hatte. Mein altes Ich hat das getan, was es für richtig hielt, um die Familie abzusichern. Das war nicht böse, es war nur einseitig. Vergib dir die Extrakilos, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Aber du kannst heute die erste Einzahlung auf dein neues Konto machen. Zweitens, worauf du dich konzentrierst, das wächst.
Wenn du dich jeden Morgen auf deine Rückenschmerzen konzentrierst, auf die Anstrengung beim Calisthenics oder darauf, wie verzichtvoll eine gesunde Ernährung ist, dann wird genau dieser Mangel dein Leben bestimmen. Du wirst dich wie ein Opfer deiner Umstände fühlen. Ich habe angefangen, meinen Fokus zu verschieben. Ich konzentriere mich nicht mehr darauf, dass ich keine Klimmzüge schaffe, sondern darauf, dass ich heute eine Sekunde länger an der Stange hängen geblieben bin. Ich konzentriere mich beim Fahrradfahren nicht auf das Brennen in meinen Waden, sondern auf die Freiheit und den klaren Kopf, den ich nach 20 Minuten im Wald habe. Drittens, sieh die Fülle und nicht den Mangel. Gesunde Ernährung ist kein Verzicht, es ist die Fülle an Energie, die du dadurch gewinnst. Ein bequemes Leben mit Fastfood fühlt sich im ersten Moment nach Fülle an, führt aber zu einem Mangel an Lebenskraft. Wenn du anfängst, deinen Körper als dein wertvollstes Gut zu sehen, dann ist das Training keine Pflicht mehr, sondern ein Privileg. Du musst nicht trainieren, du darfst trainieren, weil du noch einen Körper hast, der darauf reagiert. Fokus ist wie ein Laser. Wenn du ihn auf die Möglichkeiten richtest, auf die kleinen Fortschritte, dann werden diese wachsen. Dein Blutdruck wird sinken, dein Rücken wird stärker werden und dein Mindset wird sich von ich bin zu alt dafür auf ich habe gerade erst angefangen drehen. Du hast die Wahl. Willst du dein Leid verwalten oder deine Stärke aufbauen? Worauf richtest du heute deinen Blick? Punkte 10 bis 14. Die Zeit läuft. Erstelle einen finalen Plan. Die letzten Punkte vom Smart Money Bro sind ein Weckruf. Du bist heute so jung, wie du nie wieder sein wirst. Dein Leben ändert sich erst, wenn du dich änderst. Also erstelle einen Plan. Das ist die nackte Wahrheit, die ich mit Anfang 40 schmerzhaft einsehen musste. Erstens, Zeit ist kein nachfüllbares Konto. In meinen 30ern dachte ich, Zeit sei unendlich. Ich dachte, ich hätte noch ewig Zeit, um fit zu werden. Aber die Uhr tickt. Jeder Tag, an dem du dich nicht bewegst, ist ein Tag, an dem dein Körper ein Stück Funktionalität verliert. Wenn du in deinen 40ern bist, ist die Zeit der Ausreden vorbei. Du hast keine 20 Jahre mehr, um vielleicht mal anzufangen. Dein Körper ist heute in seinem besten Zustand für den Rest deines Lebens. Nutze das aus, bevor der biologische Preis noch höher wird. Zweitens, nichts ändert sich, bis du dich änderst. Ich habe jahrelang gehofft, dass mein Blutdruck von alleine sinkt oder mein Rücken durch eine neue Matratze besser wird. Aber mein Körper hat sich erst verändert, als ich meine Identität geändert habe. Ich bin heute nicht mehr der gestresste Workaholic. Ich bin jetzt der Mann, der viel mit dem Fahrrad fährt und regelmäßig seine Calisthenics-Übungen macht. Dein Geldbeutel wird nicht voll, wenn du nur davon träumst. Und dein Bauch, der wird nicht flacher, wenn du dir nur Fitnessvideos anschaust. Du musst die Veränderung sein. Drittens, erstelle einen strategischen Plan. Smart Money Bro sagt, du brauchst einen Finanzplan, um nicht irgendwo zu landen. Ich sage, du brauchst einen Gesundheitsplan. Mein Plan war simpel. 3-mal die Woche Kraft durch Eigengewichtstraining, jeden zweiten Tag Fahrrad statt das Auto, natürliche Lebensmittel statt industrieller Bequemlichkeit. Das ist mein Portfolio. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, Fast Food oder gesundes Essen, Couch oder Klimmzugstange, frage ich mich, passt das in meinen Plan für mein 60-jähriges Ich? Viertens, gib etwas zurück. Er sagt, hilf anderen Menschen. Und weißt du, wie du das am besten tust? Indem du ein Vorbild bist. Indem du deinen Kindern zeigst, dass man auch mit über 40 stark, beweglich und voller Energie sein kann. Die beste Erziehung ist nicht das, was du sagst, sondern das, was du vorlebst. Wenn meine Kinder sehen, wie ich mich an der Stange hochziehe oder mit ihnen um die Wette fahre, investiere ich in ihre Zukunft mehr als mit jedem Bausparplan. Werde dein eigener Vermögensverwalter. Smart Money Bro schließt mit dem Satz ab, die beste Person, die sich um das alte Ich kümmert, ist das junge Ich. Ich habe in meinen 30ern nur an das Geld gedacht. Aber heute, mit meiner Erfahrung, sage ich dir, kümmere dich um den Menschen, der das Geld später ausgeben will. Was nützt dir ein finanzieller Puffer, wenn du körperlich im Gefängnis deines eigenen Verfalls sitzt? Nimm dein Schicksal in die Hand, fang heute an, sei der Smart Money Bro für deinen eigenen Körper. Bleib dran, beweg dich und denk dran. Dein Körper ist die einzige Aktie, die du nicht verkaufen kannst. Sorge dafür, dass sie im Kurs steigt. Und jetzt
seid ihr dran. Ich habe meine Lektion auf die harte Tour gelernt, aber du musst das nicht. Schreib mir mal unten in die Kommentare, in welchem Bereich vernachlässigst du dich gerade am meisten für deinen Job oder dein bequemes Leben? Ist es das Training, die Ernährung oder einfach der Schlaf? Lass uns ehrlich darüber reden, denn der erste Schritt zur Besserung ist es laut auszusprechen. Und wenn dir dieser Realitätscheck geholfen hat, lass ein Abo da, damit wir gemeinsam an unserer biologischen Rendite arbeiten können. Wir sehen uns vielleicht mal auf dem Fahrradweg oder auf dem Spielplatz am Klettergerüst. Ciao, euer Manuel.